Anscheinend tauge ich als Wetterfrosch so viel wie Donald Depp oder Boring Boris als Landesväter. Beim Bericht des letzten Wochenendes hatte ich behauptet, die Regenzeit wäre vorbei und die Regenumhänge könnten im Schrank bleiben. Petrus ist aber anderer Meinung und hat mir deswegen den Mittelfinger gezeigt. Es regnet. Mal nieselt es, mal gießt es wie aus Eimern. Und heftiger Wind weht auch, obwohl das keiner von uns bestellt hat. Naja, erstmal Reis und Eier bunkern, damit die Coroneros was zu verpacken haben. Als diese geliefert werden, haben wir zum Glück gerade eine Regenpause. Anschließend geht die Crew ans allwöchentliche Eintüten. Da spielt das Wetter draußen keine große Rolle. Aber Tangma und Palit fehlen. Alle vermissen die beiden, denn sie lockern den Betrieb immer schön auf. Aber in der jetzigen Situation halten wir die Kinder lieber heraus, auch wenn die das gar nicht gut finden. Genug lamentiert, ran an die Arbeit. Ehe morgen früh der Tag anbricht, muss alles bereitstehen. So, die im Reissilo arbeiten schon fleißig, auch wenn Palit nicht die Peitsche schwingt. Scheint so, als hätte er die gut trainiert. Matt stapelt im dunklen Flur Reisbeutel, auch okay. Dann wollen wir mal sehen, was unsere Legehennen, die Damen von der Eierschwadron machen. Auch voll bei der Arbeit. Na, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Die Nacht über öffnet der Himmel seine Schleusen und auf den Straßen fließen Bäche. Aber um 5 Uhr versiegt der Regen bis auf einzelne Schauer. Da atmen alle, die ihre Wochenration abholen wollen, erleichtert auf. Dafür stürmt es dann mehr als heftig. Aber das ist immer noch besser, als in einem Sturzregen zu stehen. Trotz Schweinewetter ist die Nebenstraße wieder mit Menschen gefüllt. Die Abstandsregeln werden mit jedem Mal besser eingehalten, aber das macht die Schlange der Bedürftigen eben länger. Da Puckett mit aller Kraft versucht, Corona unter Kontrolle zu bekommen, wird jetzt in der Schlange auch immer sorgfältiger geprüft, ob die Essensempfänger ihre Impfsticker auf der Rückseite des Ausweises haben. Wenn nicht, ab in die abgeschottete Zone und dort warten. Für einen sehr großen Teil der Inselbevölkerung ist es essentiell, dass Phuket für geimpfte Touristen geöffnet bleibt, da die meisten Betriebe hier finanziell am Stock gehen und kaum noch Personal bezahlen können.
Alle präparieren sich für den Start. Die Bürokraten müssen heute aufpassen, dass ihnen die Papiere nicht davonfliegen. Ansonsten läuft der Betrieb reibungslos und es gibt keine Probleme. Wie gewohnt, Sticker zeigen, registrieren, Abholnummer empfangen und am Unterarm stempeln lassen und dann ab nach vorne zur Hauptstraße. Irgendwann treten die Letzten zur Erfassung an und Bürokraten und Ordner verholen sich zur Ausgabe, um dort zu helfen. Dort sind die Coroneros zum Teil noch vermummt an der Arbeit, weil sie Angst haben, dass es wieder zu schütten anfängt. Es ist wirklich kein tolles Wetter an diesem Wochenende. Vorne läuft der Betrieb reibungslos und zum Glück gießt es nicht. Nur der Wind mit sturmartigen Böen ist ziemlich lästig.
Als die letzten bedient sind, verladen die Coroneros die Portionen für die Nichtmobilen, bauen die Ausgabe ab und das Wochenende ist für sie gelaufen. Am nächsten Morgen zeigt der Wettergott dann, gegen wen er wirklich trollt. Der Dino ist am ersten Stopp schon pitschnass, aber er tut so, als würde ihn das gar nicht stören. Hoffentlich ärgert er den Wettermacher nicht so arg, dass der ihm noch einen Blitz hinterher schickt. Rob kann auch diesmal nicht mitkommen, weil sie immer noch nicht fit ist. Sie war zwar zur Ausgabe dabei, aber das hat sie wieder viel Kraft gekostet. So bleibt sie besser zu Hause und schont sich. Die Kinder in den armen Vierteln freuen sich über die kleinen Aufmerksamkeiten der Corona-Gang. Ihre Altersgenossen beim allgemeinen Abholen gehen leider leer aus, weil wegen der neuen Corona-Welle vorläufig keine Kinder mehr zur Ausgabe zugelassen werden. Die Anfahrt zu manchen Bedürftigen ist bei diesem Wetter sehr mühsam, aber die wollen auch versorgt werden, zumal sie selbst ihre Bleiben ja nicht verlassen können.
Matt und der Dino wühlen sich durch die Landschaft und bedenken die Bedürftigen. Und irgendwann dürfen auch sie nach Hause und es sich im Trockenen gemütlich machen. Bei dem miesen Wetter ist die ganze Aktion noch trauriger als sonst. Aber es hilft nichts, wir müssen durchhalten, weil die Corona-Gang leider immer noch gebraucht wird. Wir hoffen, dass für euch in Europa die Unwetter inzwischen vorbei sind, dass sie keinen Schaden bei euch angerichtet haben und dass ihr langsam wieder schöneres Sommerwetter bekommt. Eure Corona-Gang.